Käthe Kollwitz ist vielleicht eine der bedeutendsten, wenn nicht die bedeutendste deutsche Künstlerin der klassischen Moderne. Viele Menschen in Deutschland insbesondere verbinden mit Käthe Kollwitz Arbeiterbildnisse, traurige Mutter-Kind-Darstellungen, triste Schwarz-Weiß-Grafik. Kollwitz ist aber viel mehr. Wenn man sie sich genauer ansieht, merkt man, was für eine moderne Künstlerin sie ist. Kollwitz ist eine Frau, die in einer männerdominierten Kunstszene Ende des 19. Jahrhunderts Karriere macht, die zielstrebig ihren eigenen Weg geht, die eben sich auf existenzielle menschliche Fragen fokussiert, auf politische und gesellschaftlich aktuelle Fragen und diese darstellt und sich nicht in eine Schublade zwängen lässt, die gerade Künstlerinnen in diesen Jahren noch ausgesetzt waren. Es gibt verschiedene Aspekte, die Kollwitz modern machen. Zum einen ist das schon allein die Entscheidung für die Druckgrafik. Wir sind in einer Zeit, in der die Druckgrafik zwar auf dem Vormarsch ist, aber wo die Malerei immer noch den prominenten Rang innehatte. Und sie ist ausgebildete Malerin, sie reüssiert im Endeffekt auch als Malerin, wird gelobt für ihr Kolorit und entscheidet sich dann aber doch, ganz auf Druckgrafik und Zeichenkunst umzusatteln. Warum sie das tut, hat sicherlich damit zu tun, dass sie in der Druckgrafik freier agieren konnte als in der Malerei. Sie lässt sich die Grundlagen der Radiertechnik beibringen und alle tiefergehenden Schritte in die unterschiedlichen Drucktechniken erarbeitet sie sich im Endeffekt experimentell selbstständig. Sie ist also Autodidaktin in diesen Bereichen. Kollwitz reist zweimal nach Paris und Paris war für sie wie für viele Künstler und Künstlerinnen der Zeit die Metropole der Moderne. In der Zeit entstehen eine ganze Reihe von Farblithografien oder Druckgrafiken, die mit Farbe arbeiten und es entstehen Aktzeichnungen und Pastelle in einer für Kollwitz gewissermaßen überraschenden Farbigkeit. Künstler der Moderne sind ja immer auf der Suche nach dem Natürlichen und nach dem Unverstellten. Das Spannende ist es nur, dass eine bürgerliche Künstlerin wie Käthe Kollwitz, die eben bis zum Ende ihres Lebens Goethe zitiert und liest, dieses Neue, dieses Unverstellte im Arbeitermilieu findet und dieses nicht nur als ästhetisches Thema behandelt, sondern eben auch mit einem sozialkritischen Anspruch behandelt, nämlich auf die Gesellschaft einzuwirken. Der Blick auf die Arbeiter, auf das Industrieproletariat ist immer aus einer weiblichen Perspektive heraus getroffen. Das macht ihre Darstellungen zur Mutterschaft auch so spannend, weil die Mutterschaft völlig anders definiert und darstellt, als das in der Zeit üblich ist. Also mit Mutterschaftsidylle hat das nichts mehr zu tun. Wir sehen eine nackte Frau, die ihren Sohn umschlingt. Man weiß nicht, wo der eine Körper anfängt und der andere aufhört. Und das ist eine derart instinkthaft animalische Mutterschaft, dass schon die Zeitgenossen bestürzt waren, ob dieser urwüchsigen Mutterliebe. Im ersten Moment denkt man, das ist alles sehr realistisch, es ist ja eine figurative, realitätsnahe Kunst, aber je genauer man hinsieht, merkt man eben, wie im positiven Sinne inszeniert diese Kunst im Endeffekt ist. Alles vollzieht sich am Körper und durch den Körper. Und die Druckgrafik Tod und Frau zeigt das auf eine ziemlich eindrückliche Weise. Im Endeffekt ist es eine Fortsetzung des klassischen Totentanzes mit einer großen Dramatik und Intensität. Kollwitz wächst ja in einem letztlich schon sozialdemokratisch gestimmten Haushalt auf. Schon ihre ersten größeren Arbeiten, also der Weber-Zyklus als auch der Bauernkrieg, haben eine politische Implikation. Die richtig praktisch-politischen Tätigkeiten, da entwickelt sie Blätter für den Simplicissimus, damals die größte deutsche Satirezeitschrift, um eben Kritik an der Gesellschaft und auch der Politik zu üben. Und es entstehen eine ganze Reihe von Plakaten. Und nicht entscheidend war der Auftraggeber, sondern das Thema. Wenn sie Menschen in Not helfen konnte, dann tat sie das und nicht die Partei steht im Vordergrund, sondern das politische Anliegen. 1945, nach Kriegsende, war man auf der Suche nach
Vorbildern, anhand derer man sich auch als Nation neu definieren konnte. Und eine dieser Figuren war Käthe Kollwitz. Sie wird als moralisches Vorbild empfunden und installiert. Und während des Kalten Krieges gibt es auf beiden Seiten der deutschen Grenze eine intensive Rezeption zu Kollwitz, die aber in unterschiedlichen Gewichtungen funktioniert. Was die Kulturpolitik in den Jahren geliefert hat, tragen wir als Gepäck im Endeffekt heute noch mit uns herum. Die Besucher können in dieser Ausstellung eine Künstlerin kennenlernen und entdecken, die von einer großen Vielfalt und Modernität ist, die experimentell an die Druckgrafik herangeht, die Themen immer wieder aufgreift und neu reflektiert, Themen, die bis heute nichts an ihrer Aktualität verloren haben.